Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comic. Heute in diesem Video möchte ich euch die brandneue Reolink Elite Floodlight Kamera vorstellen. Und wie ihr sehen könnt, ist das nicht nur einfach eine Kamera, nein, es ist eine 180° Kamera mit 4K Auflösung und integrierten Scheinwerfern. Ja, das gab es schon mal, gibt es leider nicht mehr, kommt aber zurück. Und wenn ihr wissen wollt, was es mit der Kamera auf sich hat, dann bleibt einfach dran, denn genau darum geht es in diesem Video. Die Reolink Elite Floodlight Kamera kommt demnächst auf den Markt. Und warum? Ganz klar, Reolink wird 16 Jahre alt und ballert jetzt jede Menge neue Modelle auf den Markt hinaus. Ich durfte diese Kamera vorab schon mal testen, um sie euch vorstellen zu können. Und was ihr hier seht, hat mich zumindest auf den ersten Blick durchaus überzeugt. Ich habe die bewährte Kamera, die Argus 4 Pro möchte ich fast sagen. Nein, es ist ein Elite-Modell mit 180° Blickwinkel. Links und rechts habe ich also alles auf dem Pult. Ich habe intelligente Bewegungserkennung, ich kann Zonen anlegen, Verweildauern anlegen, ich kann Sperrzäune anlegen, alles digital in Kamera, im Menü. Und ich habe zusätzlich die Möglichkeit, eben nicht nur die kleinen LED-Lampen zu nutzen, die die anderen Kameras haben, nein, sondern diese beiden Flutlichter, die 3000 Lumen an Lichtleistung ausstrahlen und das Ganze dimmbar von warmweiß bis tiefkalt. Und ich muss sagen, die Kamera, das klingt auf dem Papier einfach zu schön, um wahr zu sein. Diese Kamera werde ich zunächst euch einmal im Detail vorstellen. Ich werde euch zeigen, was dabei ist. Dann werde ich sie installieren, sowohl am Handy auf der App und natürlich auch am PC, am Client. Dann werde ich sie installieren, werde euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Auch die Kombination mit den Bewegungsalarm der anderen Kameras, die ich hier verwende. Und dann gibt es am Ende natürlich ein Fazit und eine Kaufempfehlung, beziehungsweise auch nicht. Bevor wir starten, noch ein wichtiger Hinweis. Die Kamera wurde mir von Reolink kostenfrei zur Verfügung gestellt und wie bisher auch werde ich diese Kamera in mein Portfolio aufnehmen, um dann ein riesengroßes Gewinnspiel zu machen und alle Kameras auf einmal an euch heraus zu verballern. Sprich, ihr könnt diese Kameras gewinnen. Es lohnt sich also auf jeden Fall bis zum Schluss dabei zu bleiben. Abonniert den Kanal, gebt mir jetzt schon mal das Like und wenn ihr Fragen zur Kamera oder zu meinen Projekten habt, gerne unter dem Video in die Kommentare. Und nun gehe ich erstmal hoch ins Büro, zeige euch, was dazu ist. Viel Spaß, kommt mit! Und zurück in meinem Büro möchte ich mit euch einen genaueren Blick auf die Elite Floodlight Wi-Fi-Kamera von Reolink werfen. Ich habe das Teil jetzt hier einfach mal auf meinen Schreibtisch und ihr seht von der Größe her, das ist keine kleine Kamera. Das Teil ist durchaus groß und auch schwer und massiv, auch wenn die Oberflächen aus Plastik bestehen. Die Kamera selber wird ein Aluguss oder ähnliches sein, aber ich habe hier durchaus einige Kilogramm an Gewicht auf der Hand. Beginnen wir mit dem Herzstück, die Kamera. Ein 8 Megapixel Dual-Kamerasystem, das echte 4K Auflösung liefert. 3840 x 2160 Pixel liefern die beiden Kameras in Kombination. Damit erkennt man Nummernschilder, Kleidungsstücke oder eben die Tiere bei mir auf dem Grundstück problemlos. Die binokulare Objektivtechnologie, also diese beiden Objektive, die das Bild zu einem zusammenfassen, bieten ein 180° Weitwinkelbild, mit dem ihr Häuserfronten am Stück sehen könnt, indem ihr große Grundstücke abdecken könnt, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Die Kamera setzt die beiden Einzelbilder zu einem Gesamtbild zusammen und man sieht überhaupt nicht, dass in der Mitte durch das Stitching diese beiden Bilder miteinander kombiniert werden. Die Technik ist letztendlich die gleiche wie bei den Duo-Kameras oder zum Beispiel bei der Argus 4 Pro oder der Elite X4 Pro, die ich hier neben mir liegen habe. Das integrierte Flutlicht, das diese beiden Scheinwerfer oberhalb der Kamera liefern, hat bis zu 3000 Lumen Lichtleistung. Und das ist wirklich extrem hell. Vergleichbar mit einem Autoscheinwerfer oder einer Stadionlampe. Die Helligkeit ist stufenlos regelbar direkt über die App. Auch die Farbtemperatur könnt ihr individuell und variabel einstellen. Von 3000 Kelvin, also angenehmes warmweißes Licht für eine freundliche Atmosphäre, bis zu 6000 Kelvin, also dieses krasse, klare, kaltweiße Licht für eine optimale Lichtausbeute und eben auch Abschreckung. Für die Beleuchtungssteuerung gibt es 3 Varianten. Das Dauerlicht mit dem Timer, eine automatische Beleuchtung von Dämmerung bis Morgengrauen und das bewegungsaktivierte Licht. Das bedeutet, sobald Personen, Fahrzeuge oder Tiere auf der Kamera zu sehen sind, von der Kamera erkannt werden, wird das Licht eingeschalten. Die Kamera hat nämlich auch wie die anderen Kameras die KI-Erkennung. Sie unterscheidet zwischen Personen, Fahrzeugen, Tieren im Sichtfeld, was die Fehlalarme natürlich deutlich reduziert.
Zusätzlich lassen sich spezifische Überwachungsbereiche individuell in der Kamera festlegen. Ihr könnt einen virtuellen Zaun anlegen, wo ihr auf dem Bild einen Radius festlegt, und sobald jemand diesen Radius betritt, diese Zone betritt, wird der Alarm ausgelöst oder eben auch nicht. Damit könnt ihr zum Beispiel Garageneinfahrten oder die Terrassentür, den Bereich davor individuell markieren und eben für die Alarme zuweisen oder eben rausnehmen. Zusätzlich gibt es auch noch die Festlegung einer Zonenverweildauer. Das bedeutet, die Kamera schlägt nicht sofort Alarm, sobald sich jemand in diesem Bereich bewegt, sondern ihr könnt individuell festlegen, wie lange das Objekt, das den Bewegungsalarm ausgelöst hat, in diesem Bereich sein muss. Das ist natürlich ja doch eine sehr individuelle Sache, die aber sehr viele Vorteile bringt, wenn man wirklich mit den Kameras ja richtig arbeiten möchte. Tja, was gibt es noch zu sagen? Diese Kamera hier, die ich hier habe, ist im Gegensatz zur Elite X Pro eine WLAN-Kamera. Ich habe die Info von Reolink, dass es hierzu auch eine PoE-Kamera geben wird, also wo die Stromversorgung direkt über das Netzwerkkabel erfolgt. Bei dieser Kamera ist es so, es gibt keinen Netzwerkanschluss, sondern ihr seht, auf der Rückseite gibt es lediglich den Anschluss für einen Stromstecker. Das Kabel wird direkt mit dazu geliefert, aufgewickelt. Das müsst ihr in dem Falle selber anschließen. Das Ganze ist farblich markiert, ist kein Teufelszeug. Ihr wisst, ja, ich muss euch darüber belehren, dass solche Arbeiten natürlich nur von einer Fachkraft gemacht werden dürfen. Aber letztendlich könnt ihr selber entscheiden, ob ihr die Drähte auf dieser Seite einfach nur mit der Rückseite mit einer Vakuumklemme kurz schließt und die andere Seite einfach in eine Steckdose einschließt. Ihr könnt natürlich auch ein völlig freies Kabel verwenden. Die eine Seite in die Kamera angeschlossen, die andere Seite über eine Abzweigdose direkt in den Stromkreis eingebunden. Funktioniert natürlich ganz genauso. Für die Befestigung habt ihr übrigens eine Halterung, die auf der Rückseite schön gummiert ist, damit sie nicht so kratzt. Und was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, das Teil hat sogar eine integrierte Wasserwaage, damit ich die Kamera wirklich schön gerade an der Wand bzw. an der Decke anbringen kann. Was gibt es noch dazu? Das Schraubenset ist natürlich dabei und, das finde ich ja mal richtig klasse, einen Schlüssel, um die Kamera in ihrer endgültigen Position später festzuziehen. Ihr kennt das Problem vielleicht, dass die Kameras, insbesondere die Akkukameras, wenn ihr die an der Halterung an der Wand befestigt habt und ihr das Bild eingestellt habt dahin, wo der Blickwinkel reichen soll, und anschließend wird dann dieses Rädchen festgedreht, dass die Kamera entweder sich nochmal verschiebt, verwackelt, bedeutet mit einer Hand Kamera halten, mit der anderen Hand die Schraube drehen, und ja, nicht immer sind die Finger so kräftig. Reolink packt jetzt dafür einen separaten Schlüssel ein, finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Was gibt es noch dazu? Ein Ladekabel bzw. ein USB-A auf USB-C-Kabel. Da muss ich noch schauen, wo ich das anbringe. Ich vermute, dass in der Kamera hier noch was vorbelegt ist, und ansonsten braucht ihr nichts weiter. Ihr könnt die Daten, die die Kamera aufnimmt, entweder direkt in der Cloud speichern. Reolink bietet ja eine eigene Cloud an. Wenn das nichts für euch ist, speichert das Ganze eben auf eurem Netzwerk-Videorekorder, denn das funktioniert mit dieser Kamera, oder auf eurem Home Hub, auf eurem Home Hub Pro. Auch das soll funktionieren. Und wer das nicht hat, dem lege ich einfach eine schlichte SD-Karte, Micro-SD-Karte ans Herz, ob es jetzt eine solche ist oder eine andere. Ihr müsst nur sehen, dass die Schreibgeschwindigkeit passt. Die Karte wird letztendlich nur hier unten eingesteckt und dann könnt ihr die Daten lokal auf die Kamera aufzeichnen. Das Abrufen der Daten ist übrigens weltweit möglich. Entweder von zu Hause über euer Telefon bzw. über den Client, den ihr hinter mir seht, oder von unterwegs übers WLAN, über die mobilen Daten könnt ihr von überall auf diese Daten zugreifen. Ihr seht das Live-Bild und könnt natürlich auch die bereits aufgenommenen Alarmaufnahmen abrufen. Ihr könnt sie aufs Telefon runterladen, auf den Computer runterladen, was auch immer ihr möchtet. Das funktioniert alles. Und an der Stelle sei vielleicht auch gesagt, dass hier nicht nur die Alarmaufnahmen interessant sind, denn die Kamera bietet natürlich deutlich mehr. Wer Tiere beobachten möchte, kennt das. Gerne mal einfach zuschauen. Und darüber hinaus hat die Kamera natürlich auch die tolle Zeitrafferfunktion. Ihr habt richtig gehört, wie bei den 180-Grad-Kameras mittlerweile Standard, könnt ihr hier eine Zeitrafferschleife aktivieren, die ihr individuell einstellen könnt oder aus einem vorgefertigten Modus auswählen könnt.
zum Beispiel Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Tagesverlauf oder individuell gesteuert. Und die Kamera macht automatisch ja ein wunderschönes Zeitraffer-Video über die gesamte Dauer, die ihr hinterlegt habt. Finde ich richtig klasse. Wenn ihr mögt, schaut mal oben rechts in die Ecke. Dort findet ihr meine Playlist und in der Playlist habe ich zu den Kameras, die ich teste, immer die Nachtaufnahmen bereitgestellt, damit ihr euch ein Bild machen könnt, wie das in der Nacht ausschaut. Und diese Nachtaufnahmen sind ausnahmslos mit dieser Zeitraffer-Funktion erstellt worden. Tja, mein erster Eindruck zur Kamera. Hier hat Reolink wirklich alles in eine Kamera gepackt, was man sich für den Außenbereich wünschen kann. Und der Schwerpunkt liegt meiner Meinung nach ganz klar auf dem Fokus für Abschreckung, Sichtbarkeit und smarte Analyse bzw. Erkennung. Denn die Kamera, die möchte sich gar nicht verstecken, die möchte nicht heimlich aufnehmen. Diese Kamera gibt das klare Statement ab: Achtung, hier findet Überwachung statt, du hast hier nichts zu suchen, du bist hier nicht willkommen. Und nun kommt natürlich der nächste Schritt. Die Kamera muss erstmal installiert werden. Das werde ich jetzt tun. Über mein Smartphone werde ich den QR-Code fotografieren, die Kamera in mein System aufnehmen, am NVR einrichten und danach geht es dann raus in meine Test-Area, wo ich die Kamera installieren werde, wo ich sie einbauen werde mit den Halterungen, den Kabeln und dergleichen. Dabei nehme ich euch natürlich mit. An der Stelle, bevor ich das Ganze mache, ein Tipp von mir. Die Kamera wurde mir natürlich auch diesmal von Reolink kostenfrei zur Verfügung gestellt, denn Reolink feiert dieses Jahr 16. Geburtstag. Und wenn ihr auch was von den Geschenken haben wollt, die nämlich Reolink verteilt, dann schaut doch mal unter das Video in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Promo-Link von Reolink, den ich euch weitergeben darf. Super Angebote, super Rabatte. Schaut mal nach, ob was für euch dabei ist. Ja, und schreibt mir natürlich auch gerne jetzt schon mal einen Kommentar. Was haltet ihr von dieser Kamera? Wie findet ihr die Optik, das Design und die technische Ausstattung? Die Installation der Kamera geht denkbar einfach. Ich habe die Halterplatte mit 2 Schrauben hier am Holz befestigt und anschließend einfach nur die Kamera in diese Fassung hineingedrückt, mit den beiden Schrauben verbunden, und die Schrauben können dann noch mit solchen Gummipfropfen verblendet werden, so dass man die Öffnung nicht mehr sieht. Es gibt zusätzliche Abdeckung, um das Ganze wasserdicht, wasserresistent zu halten. Die habe ich in dem Fall jetzt nicht verbaut, denn das ist nach wie vor eine Testinstallation. Das seht ihr auch hier am Kabel. Aber letztendlich, wenn ihr das bei euch zu Hause verbaut, dann wird sicherlich das Stromkabel irgendwo direkt in die Wand verlaufen oder bei einem Kabelkanal sicher montiert werden. Die Kamera habe ich, nachdem ich sie installiert habe, ganz einfach über meine App eingerichtet. In der App habe ich die Kamera bereits laufen und so weiß ich genau, in welchem Winkel, in welcher Höhe ich die Kamera einrichten muss, um ein optimales Bild hier von meiner Gartenfläche zu bekommen. Nun kann ich wieder hoch an den Rechner gehen und am Client mal ein paar Funktionen testen, die Kamera richtig einjustieren. Grundsätzlich funktionieren diese Funktionen natürlich auch alle über die App. Ich persönlich mache das aber gerne über den Client. Ich mag meinen großen Bildschirm, da bin ich etwas altmodisch, da habe ich mehr Kontrolle über das, was ich da tue. Und da nehme ich euch wieder mit, ab hoch ins Büro. Nachdem ich die Elite Floodlight Wi-Fi Kamera nun an meinem Holzregal angebracht habe, kann ich sie auch am Client einrichten. Ihr seht, links in meiner Navigationsliste wurde die Kamera automatisch erkannt, allerdings fehlt noch das Kennwort, das ich bestätigen muss, damit ich auf die Kamera zugreifen kann. Um die Daten zu erfassen, klicke ich auf die Kachel und erfasse hier das Kennwort, welches ich bereits in der App vergeben hatte. Nach der Anmeldung wird mir das Bild der Kamera direkt angezeigt und ich kann im Live-Bild auf das Kontextmenü zugreifen, indem ich mit der Maus einfach nur in das Bild hineinfahre. Ich kann hier auf das Mikrofon zugreifen, auf die Zeitraffer-Funktion, den Alarmton, die Beleuchtung manuell auslösen, eine manuelle Aufnahme starten oder eben ein Foto des aktuellen Aufnahmescreens erstellen. Zusätzlich kann ich hier natürlich auch die Auflösung, welche ich im Bild aktuell sehe, einstellen. All das ist für mich aber gar nicht so spannend, denn das ist bei jeder Reolink-Kamera annähernd das gleiche. Ich wechsle in die Einstellung der Kamera, um mir ein wenig die zusätzlichen Funktionen anzuschauen. Im Menü Display habe ich die Anti-Flackern-Funktion auf 50 Hertz eingestellt und die Tag- und Nachtumschaltung auf Automatik belassen. Ihr seht, ich habe hier noch ein fremdes Objekt außerhalb meines Grundstücks mit auf meinem Bild. Das muss ich in Deutschland natürlich hinausnehmen. Hierzu kann ich einfach den Bereich mit mehreren kleinen Vierecken entsprechend verpixeln bzw. unsichtbar machen und bin konform, was den Datenschutz angeht.
In den erweiterten Einstellungen kann ich natürlich weitere Einstellungen zum Bild vornehmen. Das könnt ihr in aller Ruhe vornehmen, wenn ihr die Kamera habt. Für mich deutlich interessanter ist der Punkt Bewegungserkennung. Und hier seht ihr, die Empfindlichkeit wird standardmäßig vorbelegt mit 40 bzw. 41. Das passt für mich. Ich habe allerdings die intelligente Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Tieren bereits auf 100% erhöht, denn hier soll die Kamera bei jeder Erkennung unbedingt ausschlagen. Deutlich spannender ist der Bereich Licht, denn diese Kamera bietet eben nicht nur die beiden Objektive, sondern eben auch den Fluter. Das macht das ganze Teil so wirklich spannend. Hier habe ich nun folgende Möglichkeiten. Der Fluter kann aus, der Fluter kann eingeschalten werden und ich kann die Helligkeit festlegen, in der der Scheinwerfer leuchten soll. Es gibt verschiedene Modi für den Scheinwerfer. Ich kann ihn komplett auslassen. Ich kann auch den Smart-Modus nutzen. Das bedeutet, dass die Beleuchtung immer dann eingeschaltet wird, wenn eine Bewegungsalarm ausgelöst wird. Ich kann ihn nachts im Dauerlicht einschalten oder über einen Timer feste Punkte festlegen. Also von wann bis wann soll diese Lampe leuchten und eben nicht leuchten. Der Unterschied zum vorhergehenden ist dann einfach in der Unterscheidung der entsprechenden Helligkeit. Sobald die Kamera erkennt, dass es zu dunkel wird und auf Infrarot umschaltet, würde in diesem oberen Fall eben auch der Scheinwerfer wieder eingeschaltet werden. Beim Smart-Modus ist die Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Tieren für das Einschalten der Lampen individuell steuerbar. Das finde ich nach wie vor eine tolle Sache. Ich möchte euch noch ganz kurz zeigen, wie ihr die Aufnahmen problemlos am Computer bzw. in der App abrufen könnt. Ich bin hier am Client an meinem Computer und habe die Live-Ansicht der Elite Floodlight Kamera ausgewählt. Über den Menüpunkt Wiedergabe kann ich in das Wiedergabemenü wechseln und ihr seht unten in der Timeline die blauen Balken und die grauen Aufzeichnungen. Die blauen Balken resultieren aus einer Bewegungserkennung und der graue Balken resultiert aus zusätzlichen Aufnahmen. Ich kann hier nun direkt mir ein Datum aussuchen, wann und wo ich eine Aufnahme sehen möchte und darüber hinaus kann ich auch festlegen über diesen Filter, was genau ich ansehen will. Sobald ich einen Filter auswähle, wird mir in der Timeline nur noch die zugehörigen Alarmauslösungen gezeigt. Das Ganze kann ich auch miteinander kombinieren. Nun kann ich irgendwo in diesen schwarzen Bereich hineinklicken und mir wird automatisch der nächste gefilterte Beitrag gezeigt. Hier zum Beispiel eine Alarmauslösung von dieser Katze, die rechts an der Seite im Bild zu sehen ist. Ich kann aber auch weiter hinten schauen in der Nacht und sehe hier, dass zum Beispiel ein Fuchs, ein relativ großer Fuchs, wieder mal über unser Grundstück spaziert ist. Mit einem Scrollen auf der Timeline kann ich noch näher ins Detail hineingehen und genauer nachschauen. Kommen wir zum Fazit der Reolink Elite Floodlight Kamera. Diese Kamera möchte abschrecken. Durch die beiden extrem hellen Scheinwerfer wird der Bereich sehr gut ausgeleuchtet und mögliche Einbrecher, ungebetene Gäste und dergleichen werden wirksam verschreckt. Das hat mich auf jeden Fall überzeugt. Ich habe die Funktionen ausgiebig getestet. Die meisten kannte ich bereits von den anderen Kameras. Was für mich neu war, war die virtuelle Zone, die ich anlegen konnte. Diese Zonen, wenn sich dort eine Person hineinbegibt, dass nach einer gewissen Zeit der Alarm ausgelöst wird. Das hat sehr gut funktioniert. Was mich persönlich daran ein bisschen gestört hat, war, dass ich das nur über die App einrichten konnte, also auf dem kleinen Bildschirm meines Telefons und eben nicht am großen Client. Da würde ich mir wünschen, dass Reolink noch ein bisschen nachbessert, denn auf dem Bildschirm ist das Ganze doch ein wenig klein. Aber es funktioniert und das ist auf jeden Fall wichtig. Was gibt es noch zur Kamera zu sagen? Nun ja, die Auflösung hat mich überzeugt. Die Tagansicht ist sehr, sehr klar. Ich habe 180 Grad, die die Kamera abdeckt. Das gefällt mir ebenfalls sehr gut. Bei der Nachtansicht bin ich noch ein bisschen am Schwanken. Mir persönlich sagt dieser Wechsel von Schwarz-Weiß in Farbe nicht ganz so zu, denn die Verzögerungszeit mit 1 bis knapp 2 Sekunden ist doch relativ lange. Ich habe bemerkt, dass die Kamera Bewegung erkannt hat, dann hat sie automatisch die Scheinwerfer eingeschalten und bevor das Bild sich neu aufgebaut hat mit dieser farbigen Wiedergabe, sind schon mal 1 Sekunde, 2 Sekunden vergangen und gerade bei den Martern oder beim Eichhorn nachts hat man sehr schön gesehen, dass das Tier hier erkannt worden ist und irgendwo da unten schon wieder weg war, bevor ich tatsächlich das farbige Bild hatte. Meine Empfehlung ist, entweder permanent das Licht anzulassen, der Stromverbrauch sollte sich ja am Rahmen halten und ihr habt gleich eine schöne Abschreckung, oder bleibt grundsätzlich bei der Schwarz-Weiß-Ansicht, denn da gibt es diesen Wechsel einfach nicht.
Ansonsten eine sehr, sehr gute Kamera, wie ich finde. Ich werde diese Kamera definitiv noch weiter testen, weiter im Einsatz behalten. Wenn ihr Fragen zu dem Modell habt, schreibt mir gerne in die Kommentare unter das Video, was ihr wissen möchtet. Gebt mir ein Feedback zu dieser Kamera. Und wenn euch das Teil interessiert, wenn ihr wissen möchtet, wo ihr das herbekommt, dann schaut ebenfalls mal unter das Video. Denn dort findet ihr den Promo-Link von Reolink, den ich euch an der Stelle gerne weitergeben und ans Herz legen möchte. Und darüber hinaus natürlich auch die Links zum Zubehör, das ihr gegebenenfalls braucht. Ich danke euch vielmals für das Anschauen meines Videos. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao.